Ach, das Foto wollte ich mir noch anschauen. Der Vater sieht lustig aus. Süß, süß. Ich mag das ja gerne, wenn so Familienbilder auch aufgestellt werden. Da war jetzt nichts mehr, ne? Gut. Oh, Mann, erschreckt mich doch nicht so. Ach, hier wollte ich noch schauen. Genau, was ist das denn hier? Read note. Hey Sam, do you want to see Pulp Fiction after school at the Coliseum? It came out last weekend and Todd won't shut up about it. So either it's good or we can make fun of him for liking it. Lonnie wollte also mit Sam ins Kino. Und da haben wir auch eben noch die Kinokarte gesehen. Die waren also im Kino und haben sich Pulp Fiction angeguckt. My mom is supposed to cook dinner for us tonight for a change, but I can't just ditch out on it probably. What time? Also, isn't that movie supposed to be really violent? Am I going to bath? Sie meint, ist der Film nicht eigentlich total voller Gewalt und so ein Scheiß und muss ich kotzen? Heißt es das? Ich glaube schon. Bath, ja. Boah, dieses Haus scheint alt zu sein. According to Todd, it is pretty hardcore. I guess Uma Thurman gets stabbed in the heart, but with a heroin needle. So that's kind of hilarious, so something about cheeseburgers is important. Todd wants to see it again. Nicht kotzen und Uma Thurman wird ins Herz gestochen mit einer Heroinnadel, bla bla bla. Und nicht kotzen und dann hat sie wieder sowas Süßes gemalt. Es ist schon süß, die beiden. So, wie die miteinander schreiben und deren Humor ist auch total süß. Einfach Nagellack, Seife. Was ist denn hier drin? Findet sich irgendwas Cooles hier? Cleansing Powder, Klopapier. Nee, ich glaube, das ist alles... was ist das denn da? Bitte? Ich hoffe, das ist... Hallo. Ist da noch was drin? Was ist das denn hier, bitte? Okay, white color. Okay. Red right hand. Okay, das ist nur Haarfarbe. Sam scheint sich Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Lonnie hat also Haarfarbe mit rübergebracht in dieses Haus, als sie mit Sam abgehangen hat. Und Sam hat das als sehr intim empfunden, sich von Lonnie die Haare färben zu lassen. Und sie fand es schön, so wie es rüberkam jetzt. Und ja, die Beziehung zwischen den beiden scheint sehr intim zu sein, würde ich sagen. Okay, da geht's wahrscheinlich zum Dachboden. Ein bisschen verziert. Open door. Was ist das denn hier? Katie, Mom and Dad were going to make up the guest room for you to stay in over the summer, but you came home on such short notice that they weren't around to do it. You can use my room if you want. I won't be needing it anymore. Also, Mama und Papa wollten dir das Gästezimmer vorbereiten, damit du da über den Sommer über bleiben kannst. Aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen, dass sie keine Zeit hatten. Du kannst gerne in meinem Zimmer übernachten. Ich werde es nicht brauchen. Das ist also das Gästezimmer. Und so wie es sich anhört, möchte Sam nicht mehr nach Hause kommen. Ich würde gerne wissen, warum. Haben die Eltern vielleicht mitgekriegt, was da zwischen ihr und Lonnie abgeht und akzeptieren das nicht? Oder hatte sie einfach Angst, dass irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Hey Sam, you were asking about my... What? Ribbon. This means my army thinks I can find my way around Riffle team. The army has branded me as a certified killing machine. Adventure training. I am a burn adventurous, and no borders can hold me. They are recognized. So if you didn't think I was cool before, so now you do. Ich weiß nicht, worum es da geht. Composition book. Ghost Hunter Journal. Sighting journals. A tall shadow in the upstairs hall when I rounded the corner. No one was there. How tall was Uncle Oscar? Aha, Sam denkt also, das geht also hier rum. Aber Moment, welches Jahr hatten wir? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie ein Tagebuch sozusagen gehalten und darin festgehalten, was sie so für paranormale Dinge wahrgenommen hat in diesem Haus. A faint voice coming from the bottom of the stairs. It said, Hella. Did not investigate. Probably was the furnace. Put milk from carton and fridge. It was spoiled. Pretty sure I read that spirits can pour milk. Pour milk? Was? Milk was just bought yesterday. Und dann wieder diese Bilder. Lonnie says she feels presence in the TV room. Suddenly begin to feel cold. We build a protective pillow for it. Wie süß. Deswegen auch dieses kleine etwas im TV-Zimmer auf der Karte. Also das, was ich gebraucht habe. Ich bin gerade ein bisschen schwer von KP. Ich kann gerade irgendwie nicht so richtig reden. Hab irgendwie ein Problem. Egal. Lonnie and I employ Ura sagt man, ne? Word as a medium. Disturbing messages are was heißt das? Oh Mann, ich blamier mich gerade voll. From the other side, Oscar is definitely here. Lonnie Server might help patrol premises, recording any signs of... die beiden sind, also Lonnie hat auch öfters hier übernachtet und die beiden haben dann immer Ausschau nach Geistern gehalten. Und da sind wahrscheinlich unsere Sachen drin. Steht jedenfalls Katie drauf, also nehme ich das mal an. Irgendwie macht mir das schon ein bisschen Angst, dass sie von Geistern reden. Also ja, ich will hier nicht erschreckt werden oder so. Das ist gruselig. Was ist das? Wir brauchen ein Tape, nehme ich an. Was ist das? Richard Patterman, Janice Greenbrier. Okay. Das hat mit der Mutter zu tun. Und die Mutter, die zeichnet anscheinend mit Wasserfarben. Deswegen auch eben das Buch. Was ist das? Halloween Show. The Misfits. Die Außenseiter. They're awesome. Don't forget your costume. See you there. Ah. Lonnie hat sie ja mal so eingeladen zu einer Halloween-Party. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Lonnie hat Sam also mitgenommen zu einem Konzert. Und so wie es aussieht, hat Lonnie Sam wirklich gut getan. Sie schien ja am Anfang überhaupt gar keine Freunde zu haben. Und alles. Und dann kam Lonnie und sie hat sich jetzt mit ihr angefreundet und sie tut ihr gut.
Dann wieder Musik oder was? Ja. Sehr cool. Aber es zerstört die Atmosphäre. Deswegen lasse ich das mal aus hier. Was ist denn hier so Schönes drin? Zeig mal her. Healthy choices, skills for the healthful life. Sehr interessant. Lonnie, holy crap, I was in the library and I noticed something in the corner and I found a secret passage and it had Oscar's creepy old stuff in it. Oh god. Oh my god, I have got to see this. We are skipping 6th. Das ist wahrscheinlich in diesem Haus, ne? Also hier ist die Bücherei, Bibliothek oder was auch immer und da gibt es einen geheimen Gang. Mit den alten Sachen von Oscar drin. Ist Oscar dieser, der so Psycho ist? Ari? Oh, was ist das denn? Hier ist die Map. Okay. Downstairs. War ja unten, ne? Meine ich. Haben wir uns doch gar nicht angeschaut hier. Caitlin. Amsterdam. Ja, wir sind aus Amsterdam hergezogen. Okay, das sind die Tagebucheinträge von Sam. Die können wir uns also nochmal durchlesen, falls wir es brauchen. Ich sehe hier gerade nicht. Ach, das ist aber nur von der CD wieder. Alles klar, weg damit. Oh mein Gott. Warum ist das so? Was ist das denn hier? Ah. Ach, wie süß. Die haben also auch geplant, zusammen irgendwie zu Halloween. Für Halloween, ne? Hier war ja eben die Einladung für die Halloween-Party. Stimmt. Das macht Sinn. Eine Nähmaschine. Da haben die wahrscheinlich die Kostüme genäht. Finde ich richtig cool. Ganz viel Respekt auch an die Leute, die sich ihre Cosplays selbst nähen. Ich könnte das nicht, aber ich finde es total interessant, sowas. Auch mit anzuschauen, wie die hergestellt werden. Sam's Darkroom. Do not enter if red lights are on. Aber wenn ich das doch möchte, kann ich da rein? Ist abgeschlossen. Okay, dann hat sich das ja schon mal erledigt. Jetzt ist die Frage, wohin? Wir bräuchten ja jetzt auch noch hier einen Code für hier, ne? Hatten wir das schon im Papierkorb? Ich glaube schon, ja. Oh, was ist das denn? Look whose dad is weird. Ich würde sagen, wir gehen mal schauen nach dem Geheimgang, ne? Haben ein bisschen Angst. Wer weiß, was uns da erwartet. Ich finde das alles hier schon ein bisschen creepy, obwohl es ja nicht so creepy ist. Eigentlich. Ich hoffe jedenfalls, dass nichts passiert. Ich bin eine riesige Schisserin einfach, Mann. Die bei mir Palmview Drive und so ein Zeug geguckt haben, die müssten das auch wissen. Sind wir jetzt in der Bibliothek? Zeig mal die Map hier. Ja. Da vorne ist die Bibliothek. Wollen wir mal da reingehen. So, dann müsste hier irgendwo der Gang sein. Ist das der Gang? Oh Gott, ja. Leute, ich habe Angst, dass, wenn ich da reingehe, dass da das Licht ausgeht oder so. Wenn man das überhaupt anmachen kann hier. Ich habe Angst. Oh Gott. Ach, halt doch die Klappe. Ghost Hunters, ja super. Sam and Lonnie Secret House Investigation. Hidden Compartments found. Okay, in der Bibliothek. Okay, es gibt also mehrere Geheimverstecke oder Gänge oder was auch immer, die wir uns dann anschauen müssen. Oh Gott, ich habe so Angst hier drin. Oh Gott.
Leute, ich muss das wieder zumachen. Ich habe richtig Angst. Okay, da... ja, oh Gott. Oh Gott. Da kommt doch niemand drauf. Wussten die Eltern das? Ich habe gerade richtig Schiss. So Geheimgänge. Ich finde das richtig gruselig, Leute. So richtig. To Attic. Da müsste hier auch noch ein Geheimgang sein. Das heißt, wir gehen raus. Und dann schauen wir mal. Hier? Wo denn? Moment. Nochmal schauen. Da sind wir jetzt. Hier drin oder was? Nee. Wir müssen nochmal schauen gerade. Jetzt sind wir da. Moment. Hier vorne oder was? Ich bin richtig schlecht in sowas. Nee. Sind wir zurück und dann in den Gang. Hier? Ist das richtig? Ja. Moment, nochmal genau schauen. Wo? Hier irgendwo. Ah, oh Gott. Leute. Hello. Who are you, Oscar? What do you want to come back? Das ist mega gruselig, Mann. Hört mal auf. Oh, das habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. 0. Okay, wir müssen die anderen Teile finden. Alles klar, ich habe es verstanden. Okay. Wo war der andere Geheimgang? Der war unten irgendwo, ne? Ja, dann wollen wir doch mal schauen gehen. Bin ich ja mal gespannt, was wir da... Gehen wir gerade den richtigen Weg? Ich bin mir nicht sicher. Ja, gehen wir. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir finden. Die Karte. Im Foyer. Müssen wir da lang? Da müsste dann noch... Hier irgendwo, ne? Ah, direkt gefunden, wie gut. 0501. Okay. Kann man das hier... Wurde das jetzt zusammengesteckt? Ja. To open, turn right 3 times. Stop at first number. Turn left 1 on... Was? Turn passing first. Turn right. Second number. With? To open, turn right 3 times. Stop at first number. Turn left 1 full turn passing first number. To stop, turn right. Ich verstehe das nicht. Ich probiere es gleich einfach aus. Ne? Heaven at the edge of the world. Private. Do not read. So neugierig wir sind, schauen wir uns es trotzdem an. Es ist wieder eine Geschichte. Tut mir leid, dass ich es gerade nicht vorlese. Ich lese mir das auch nur ganz grob durch. The eyes, the face, the hair and hands of a body of a woman, still in the first maid's clothes. Still the first maid, she spoke in a soft clear voice. Captain, the Amazonian queen said, she's one of us now, she's ours. That's the love of my life and you can't have her. Ich nehme an, dass die Geschichten einfach irgendwie so ein Abbild von der Beziehung zu Sam und Lonnie sind. Und dass Sam ein bisschen verknallt in Lonnie ist. Was ich persönlich als total süß empfinde.
Was sind das für Geräusche? Hör auf. Ich finde es gar nicht lustig. Das macht mir nämlich Angst. So. 0. Wie war der Code? Mal schauen, bitte. Warte. 0501. Okay. 0501. Oh, okay, gut. Und Zigaretten. Aber das ist Lonnie. Süß. Einer jünger als ich. Lonnie came over today. Everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Es ist, glaube ich, offensichtlich, dass Sam und Lonnie ineinander verliebt sind. Und Lonnie hat Sam geküsst. Und das finde ich gerade einfach so mega süß. Sam hat hier Schmuggelheftchen. Und Klamotten gestohlen. Ich finde das so süß. Das ist so eine tolle Story. Einfach Go Homo. Sagt man das so? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ach, wir haben einen Schlüssel... Nee, wir haben den Kellerschlüssel gefunden. Ich möchte gar nicht in den Keller gehen. Nee, das ist einfach so eine tolle Geschichte gerade. So eine gute Story. Ich glaube, die passt auch heutzutage richtig gut ins... voll gut rein und so. Wieso mache ich die zu? Ich weiß gerade nicht. Ich musste gerade total grinsen, als ich mir das angehört habe. Wo ist denn hier der Keller, bitte? Da sind wir. Okay. Oh Mann, diese Geräusche. Einfach hier weitergehen. Alles klärchen. Machen wir das mal. Das ist so eine tolle Geschichte einfach. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Mädchen, auch Jungs, die diese Geschichte nachvollziehen können und wissen, wie sich das anfühlt, wenn man so ein bisschen verwirrt ist und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Es ist so dunkel hier, das mag ich nicht. Keller. Und ja, Sam und Lonnie, richtig süß. Potato Chips. Und so, was ist das denn hier? Dear Samantha, I would like to cordially... Steht das da? Thank you for having me to your abode for the Thanksgiving holiday with your lovely family. I enjoyed the flavorful potatoes, and also it was weird being around your parents for that long, but it was pretty funny how impossible it is for your dad not to be awkward for me than 30 seconds at a time. Very cordially yours, your close friend and confident Lonnie. A fancy man. Quite. Süß. Dear Mrs. De Soto. Wie süß die sich schreiben, das ist einfach toll. Allow me to take this opportunity to thank you in kind for being such a gracious host of the festives at your father's estate. Following the aforementioned meal with my parents, your family's Thanksgiving feast was the more enjoyable of the two events. I must say, I especially appreciated the time I spent with your grandmother, who is a lovely woman, thinking sterling taste and a refined air.
Let's do it again sometime next year, shall we? Indeed, Madame Samantha Greenbrier. Bla bla. Die beiden haben also Thanksgiving zusammen miteinander mit der jeweiligen Familie verbracht. Und beide haben es toll gefunden. Wie süß, die malen jetzt auch schon Bilder. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know, so you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Sam und Lonnie daten sich also. Sie sind zusammen und jetzt sagen sie auch schon, dass sie sich lieben. Mann, das freut mich gerade so, das ist so süß. Caitlin. K is for kind, A is for amazing, I is for intelligent, T is for talented, L is for light-hearted, I is for important, N is for nice. Ich sag ja. Süß. Okay, das hatten wir glaube ich schon, ne? Gut, das interessiert mich jetzt weniger. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Sachen von uns, also von Katie noch. Hier rumstehen im Keller. Das ist schon ein bisschen gruselig hier, aber jetzt nicht so gruselig, dass ich sagen würde, oh, passiert hier jetzt was? Ich finde diese Story so schön. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie steht ihr zur Homosexualität? Würde mich mal interessieren. Gibt ja noch viele Leute jetzt, die heutzutage noch irgendwie total dagegen sind. Dear Samantha, congratulations. I'm pleased to inform you of your admission to the creative writing track free college summer program of your scholarship session. We believe you have much contributed. Blablabla. Eine Rückmeldung. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Es ist ja leider meistens so, dass wenn man fertig ist mit der Schule und jeder seine Pläne hat, dass sich irgendwann die Wege trennen, und in diesem Fall ist das anscheinend auch so, dass Lonnie zur Armee gehen möchte und das auch schon seit dem 12. Lebensjahr geplant hat und Sam schreiben möchte und auch jetzt die Möglichkeit bekommen hatte, und jetzt hat sie anscheinend Angst, dass sich deren Wege trennen, und Lonnie möchte einfach den Moment genießen, jetzt wo sie zusammen sind noch, und ja. L und S. Oh Mann, ich hoffe für die beiden, dass es klappt mit denen. Und dass die Wege von den beiden sich nicht trennen. Weil das hört sich alles so süß an, und das wünscht man einfach niemandem über diese Scheißbücher. Ach, da ist was drauf. Was steht denn da? Thank you for sending a long copy of your newly published book. Ach, es wurde dann doch veröffentlicht. Na gut. Ich weiß gerade nicht. Das ist die Mutter. Das ist aber ein riesiger Keller hier, ne, Leute? Was ist das? Pharmacy. Mason's Pharmacy, okay. Oh Mann, ich will nicht, dass deren Wege sich trennen, dadurch, dass Lonnie zur Armee geht. Hey Sam, I'm writing to you from
Woher? Weiß ich nicht. False. I'm here on a stupid class trip, which is stupid because it's March and I don't know if anyone running this school has been to Oregon, but it's cold and rainy as shit in March. Wish you were here. Oh wait, are you here because I'm writing this to you in the gift shop? Oh shit, here you come. Lonnie. Was auch immer das heißen soll. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Janice hat sich also Sorgen darüber gemacht, dass Sam ein bisschen abdriftet, seitdem sie mit Lonnie zu tun hat. Und macht sich Sorgen um sie. Und Sam meint, dass anscheinend niemand von den beiden weiß. Außer die in der Schule wahrscheinlich. Costumes, skeletons and devils, cheerleaders from the Smell Like Teen Spirit video. One girl dressed Jackie Kennedy. Prep Mobile. The Psycho House Girl. The coolest stuff about being the Psycho House Girl. Cool thing number one, everybody in the hall thinking you don't know they're looking at you and whispering as you walk past because I guess they haven't heard of peripheral. Blah blah. That's a lie to mom and dad situation, but it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. Everybody was moving together like one huge tide of sound. Lass nochmal über dieses Konzert, auf dem die beiden waren. Ein Comicbuch und Mr. Betsy. Es scheint wieder Musik zu sein, deswegen spiele ich das mal nicht ab. Time after you put into writing your letter, it showed es gibt so ein paar Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Yes, the fact of the matter is that she defaced school property with Da gab es also einen Vorfall in der Schule anscheinend. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Lonnie hat also ihren Spind in der Schule zerstört, um zu rebellieren und so wie ich das jetzt verstanden habe, möchte Lonnie nicht, dass die Leute in der Armee wissen, dass sie mit Sam zusammen ist, weil sie meinte, ja, müssen sie nicht wissen. So, heard enough, had enough, ready to join the revolution and take a stand against Grossman. Ja, ein bisschen gezeichnet. Kicking against the patriarchy, sagt man das so? Had enough. Hier waren wir doch schon, oder?
Waren wir hier schon? Hier waren wir noch nicht, ne? Ach, das ist so gruselig. Hier gibt es so viel zu sehen.